Hallo liebe CFAM-Familie, Freunde und Partner. Hier kommt mein Update der Woche 7 für euch. Und zwar haben wir jetzt in dieser Woche im Bootcamp einfach wieder extrem geniale Sachen erlebt. Als allererstes, Ben Fitzgerald war da als Sprecher. Er hat ganz tiefe Einblicke gegeben in das Leben, als Evangelist, als jemand, der wirklich dann irgendwann in die Position reinkommt, zu hören, okay, was will Gott für mein Leben? Wann buche ich einfach ein Stadion ins Blaue hinein, um zu sehen, hey, der Herr hat gesprochen, da sollen 50.000 Menschen kommen und ich glaube daran. Wie gehe ich mit der Gegenwehr um? Was ist Gottesfurcht versus Menschenfurcht? Und all diese Dinge. Und es war ein genialer Tag. Er hat so viel Wahrheit, Weisheit und Leben in uns hineingesprochen, aber auch Klarheit und seinen Auftrag zu leben. Das war echt richtig genial. Ich habe es total genossen. Aber auch der Rest der Woche, das Motto oder das Thema der Woche war Anatomie einer evangelistischen Predigt. Und danach war noch Sprecher Dr. Daniel King. Er ist ein Evangelist, der selbst Crusades macht, überall auf der Welt, aber halt eben auch einen Doktortitel hat, also sehr gebildet. Und er hat uns einfach wirklich mit reingenommen in evangelistische Predigten. Wie nehme ich die auseinander? Oder beziehungsweise wir haben uns die Predigten angeguckt von Billy Graham, Oral Roberts und Reinhard Bonke, ganz verschiedenen Sprechern, Evangelisten, wie die Predigten aufgebaut haben, was Prinzipien sind, die wir da rausnehmen können und wie wir da am besten selber diese Prinzipien für unsere eigenen Predigten anwenden. Und außerdem hatten wir wieder eine ganz praktische Woche, das heißt wieder rausgehen, Outreaches machen. Wir waren draußen und wollten uns als Team gerade zusammentun und sagen, okay, was machen wir heute? Wo gehen wir hin? Wen wollen wir erreichen? Wir waren am Beten, haben ein bisschen über Gott geredet. In dem Moment noch im Hotel, wo der eine von uns wohnt, kam ein Mann auf uns zu und hat uns gefragt, oder ein Junge, der war vielleicht 20, und hat uns gefragt, hey, könnt ihr mir ein paar Fragen über Gott beantworten? Und er hat das Gespräch so eröffnet und total ernst am Suchen. Und wir konnten eine geniale Zeit mit ihm verbringen. Wir haben 1,5 Stunden mit ihm geredet. Er hat viele Fragen gestellt. Es kam raus, dass er ein Pastorensohn ist, aber auch in seiner Kindheit sein Leben Jesus gegeben hat, aber dann halt wieder davon abgekommen ist und jetzt nicht mehr diesen Weg geht. Und er hat ganz viele Fragen, ob man irgendwann zu schlecht sein kann für Gott und ob man zu viel Sünden begangen haben kann, wenn man so eigentlich besser wissen müsste und so. Und wir durften einfach so viel Leben in ihn hineinsprechen. Das war einfach genial. Und wir haben gesehen, wow, ja, Gott hat in seinem Leben an dem Tag was ganz Neues begonnen. Jesus hat zu ihm gesprochen, wir durften für ihn beten am Ende. Und er war sichtlich gerührt. Also es war wunderschön, wie Gott es einfach geführt hat. Und das war die Woche 7. Das haben wir erlebt. Da waren noch ein paar mehr Sachen vor dem ganzen Wochenalltag, Leseaufgaben und so weiter, die immer noch dazukommen. Daniel Daniel Kolender hat ein sehr großes Interesse daran, dass wir viel lesen, weil es wichtig ist, dass wir gebildet sind. Und das tun wir und es ist cool und wir genießen es. Es fordert mich persönlich ein bisschen heraus, weil ich jetzt nicht so der große Leser bin, aber es ist wirklich genial, was da für Input und Output von rauskommt. Okay, und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.